Ach Gott, die ist ja echt ganz dünn. Ganz klein. Mal gucken. Ach Gott, schnurrt ja. Ohne unsere Hilfe jetzt und ohne die medizinische Versorgung würde halt so ein Tier echt alleine elendig auf der Straße sterben. Bei den Kleinen ist es lebenswichtig, wirklich überlebenswichtig, dass die im Beutel sitzen dürfen, sonst würden die auch eingehen. Dann. Das ist für die so eine Art Schutz. Biga Kruse unterhält eine Auffangstation, vor allem für Kängurus. Unser erstes Känguru haben wir vor 16 Jahren jetzt bekommen. Das war auch ein kleines Waisenkind und den habe ich aufgezogen und der sollte nicht alleine bleiben. Dann haben wir ihm 2 Kumpel besorgt und so kam das dann halt. Nach dem ersten Baby kam dann irgendwann noch mal eins und jetzt hat sich's rumgesprochen. In Heinzell in der Tierschutzscheune ist ein Turnierpferd angekommen. Falero konnte nicht mehr springen. Silke Gramatzky hat ihn vor dem Schlachter bewahrt. Eigentlich ist er für den Gnadenhof viel zu jung, zu wertvoll. Hier landen vorwiegend alte und kranke Pferde und Katzen. Jedes der Tiere hat sein eigenes Schicksal. Den jungen Falero wird Silke später in ein gutes neues Zuhause vermitteln. Sie selbst ist mit Tieren aufgewachsen. Beruflich hat sie allerdings lange Zeit etwas ganz anderes gemacht. Ich habe halt immer in Lifestyle-Läden gearbeitet, bin dann sehr krank geworden. Und es war schon so, dass das ganze Leben wie ein Film an dir vorbeigeht und du dich eigentlich fragst, was machst du jetzt hier oder was hast du noch vor dir? Und für mich war dann klar, dass ich jetzt so einen Alarmpunkt, wo ich jetzt sage, ich muss was ändern, ich muss was in meinem Leben ändern. Kraft gegeben hat ihr damals ihr Glaube. Und aufgeben war noch nie ihre Sache. Den Job hat Silke dann gekündigt und ist mit ihrem Mann aufs Land gezogen. Bei Biga Kruse in der Auffangstation für verletzte und verwaiste Wildtiere leben zurzeit 23 Kängurus. Besonders die allerkleinsten brauchen extrem viel Zuwendung. Ich habe jetzt seit 78 Tagen den kleinen Krümel und habe seitdem nie mehr als 2 Stunden geschlafen am Stück. Am Anfang wirklich nur 1 Stunde, als er am Anfang alle 2 Stunden gefüttert werden musste. Das geht unheimlich an die Substanz. Das hält Biga Kruse aber nicht davon ab, selbst kleinste Beuteltiere großzuziehen. Und mit den größeren übt sie 2- bis 3-mal täglich das Laufen, damit sie fit werden, auch für das Leben außerhalb des Beutels. Im Vogelsberg gründete Silke Gramatzky vor etlichen Jahren mit ihrem Mann den Verein Verantwortung Leben, baute die Tierschutzscheune. Zahlreiche Katzen finden hier eine vorübergehende Heimat, werden medizinisch versorgt und weitervermittelt. Das Projekt in Heinzell hat sich herumgesprochen. Ständig werden neue Katzen gebracht. Oft ist das mit Sorgen verbunden. Hallo Lotti. Die braucht jetzt richtig viel Liebe und Zuneigung, weil die hat das ganze Leben auf der Straße gelebt und hatte also wirklich nie ein richtiges Zuhause. Und das wollen wir jetzt einfach ihr ermöglichen, dass sie wirklich einen schönen Lebensabend haben darf. Alte Tiere, Straßenkatzen, Kranke, die keiner mehr will. Wie schafft sie das alles? Woher nimmt Silke die Energie? Ich bin halt nicht normal, muss ich dazu sagen. Ich weiß das und die Tiere brauchen uns ja. Und wir können ja nicht einfach sagen, so, den lassen wir jetzt auf der Straße sitzen. Wenn so ein Fundtier kommt, dann machst du doch irgendwo eine Lücke, auch wenn du voll belegt bist. Vor allem durch Spenden finanziert sich der Verein Verantwortung Leben. Wenige Teilzeitkräfte, vor allem aber ehrenamtliche Helfer, Kinder und Jugendliche leisten wertvolle Unterstützung. So viel Zuwendung bis hin zur osteopathischen Behandlung, das ist für viele Tiere hier eine ganz neue Erfahrung. Für manche der ehrenamtlichen HelferInnen allerdings auch. Mir sind die Menschen genauso wichtig wie die Tiere bei uns auf dem Lebenshof. Jeder bringt seine eigene Geschichte mit, so wie Josie, die 2 Jahre lang kein Wort gesprochen hat. Als Teenager wurde sie in der Schule gemobbt. Ich habe halt mit keinem mehr gesprochen. Ich war in der Schule immer diejenige, die sich irgendwo im Schatten aufgehalten hat. Psychologenmäßig hat alles nichts geholfen. 14, 15, 16 sowas ungefähr war ich. Genau, und so kam ich dann hierher und habe dann hier echt viel lernen dürfen und mich auch weiterentwickeln dürfen. Die Stute Candy, um die sich Josie kümmert, hat ein ähnliches Schicksal wie sie selbst. Das Tier hat 10 Jahre lang in einem Kuhstall gelebt. Seit Josie mit ihr arbeitet, hat die Stute auch Vertrauen zu Menschen gefasst. Guck, halb so wild. Wir sind sehr ähnlich, so von den Wesenszügen und auch von den Erfahrungen her. Sie musste erst mal lernen, überhaupt zu kommunizieren mit den anderen Pferden. 1 Jahr hat das gedauert. Josie selbst hat noch etwas länger gebraucht. Ich habe einfach ganz viel Selbstvertrauen gewonnen. Entschuldigung. Ohne ihre Erfahrungen mit den Tieren wäre Josie nicht da, wo sie heute steht.
Silke hat auch hier Mensch und Tier zusammengebracht. Es ist ihr eine Herzensangelegenheit, trotz allem. Vergeht eigentlich kein Tag, wo wir nicht volles Programm haben. Und immer wenn ich mir vornehme, mal ein bisschen ruhiger zu machen, das funktioniert eigentlich nicht. Die werden wirklich so ein bisschen wie kleine Kinder. Es ist tierisch anstrengend, aber es ist so schön, die geben so viel zurück. Das ist wirklich unglaublich. Viel Geduld und Zuwendung brauchen sie, unsere Tiere. Letztlich verhilft deren Unterstützung aber auch uns Menschen zu einem erfüllten Leben.